Es ist mal wieder Brotzeit. Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Und heute backen wir zusammen ein Landbrot. Super einfach und super lecker. Los geht's! 400 Gramm Wasser und 1 Gramm frische Hefe in eine Schüssel geben. Ich nehme einfach zimmerwarmes Wasser. Dann kommen noch insgesamt 3 Mehlsorten dazu, und zwar 230 Gramm Mehl T 1050, 230 Gramm Mehl T 550 und 50 Gramm Roggenvollkornmehl. Die Zutaten dann einfach alle miteinander verkneten und zugedeckt eine Stunde ruhen lassen. Eine Stunde später dann 11 Gramm Salz hinzufügen und weitere 5 bis 6 Minuten kneten lassen. Danach den Teig in eine geölte Box geben und bei Zimmertemperatur eine Stunde gehen lassen und dabei alle 30 Minuten dehnen und falten, also insgesamt zweimal. Wie ich das mache, ist ganz gut im Video zu sehen, einfach von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts und von rechts nach links, und das wie gesagt zweimal. Und jedes Mal wird der Teig auch schon etwas fester, das kann man auch ganz gut sehen, und fängt auch schon an, die ersten Blasen zu bilden. Wenn die Stunde vorbei ist, kommt der Teig für 10 Stunden in den Kühlschrank, bei mir über Nacht. Das finde ich auch ganz schön praktisch. Man kann ihn aber auch bei Zimmertemperatur gehen lassen, wenn die unter 18 Grad liegt. Bei mir war es einfach viel zu warm. Am nächsten Tag oder einfach 10 Stunden später die Box mit dem Teig aus dem Kühlschrank holen und den Teig in der Box 2 Stunden bei Zimmertemperatur warm werden lassen. Als nächstes etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben. Bei mir ist es das Mehl T 1050. Den Teig aus der Box holen und dann nochmal ganz vorsichtig dehnen und falten. Nochmal von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts und von rechts nach links. Dann zu einer Kugel formen, in ein bemehltes Gärkörbchen geben und dann nochmal im Gärkörbchen 45 Minuten zugedeckt gehen lassen. Das Ganze funktioniert natürlich auch ohne Gärkörbchen. Man kann einfach eine Schale oder eine Schüssel mit einem Geschirrtuch auslegen, mit Mehl bestäuben und die Teigkugel dann in der Schüssel gehen lassen. In der Zwischenzeit schon mal entweder ein Gusseisentopf oder eine Backform oder ein Backblech oder wie bei mir so eine Brotglocke vorheizen. Die Teigkugel dann hineingleiten lassen, am besten ganz vorsichtig und nicht so trottelig wie ich. Und dann kommt die Backform auch schon in den Ofen und das Brot wird 10 Minuten entweder bei 250 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 230 Grad Umluft gebacken und dann noch weitere 45 Minuten entweder bei 210 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 190 Grad Umluft. Beim Backen in einem Topf, unter einer Glocke oder in einer Backform mit Deckel benötigt man keinen Dampf. Wenn man einfach auf einem Backblech sein Brot backen möchte, muss man mit Dampf backen. Man kann dafür einfach eine ofenfeste Schale mit etwas Wasser, so ungefähr 100 Milliliter, auf dem Backofenboden platzieren oder dieses Wasser einfach auf den Backofenboden gießen und ganz schnell die Backofentür zumachen. Nach 10 Minuten sollte man allerdings den Dampf ablassen. Die Backzeit hängt natürlich wie immer vom Backofen ab. Wenn es hohl klingt, ist es fertig. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!